Klares Wasser wirkt sauber, ist es aber meistens nicht. Bakterien, Parasiten und Schadstoffe sind mit bloßem Auge nicht erkennbar und können innerhalb weniger Stunden zu schwerer Dehydrierung führen. Dieses Video zeigt, wie Wasser aus der Natur sicher aufbereitet werden kann, mit und ohne Ausrüstung. Selbst scheinbar sauberes Wasser aus Bächen oder Quellen kann Krankheitserreger enthalten. Die 3 häufigsten Gefahren: Bakterien. E. coli oder Campylobacter gelangen hauptsächlich durch Tierkot ins Wasser. Sie verursachen Magen-Darm-Infektionen, die innerhalb von Stunden einsetzen können. Parasiten. Einige sind besonders tückisch, da sie auch in optisch sauberen Gebirgswasser vorkommen und gegen einfache Chlorbehandlung teilweise resistent sind. Chemische Verunreinigungen. Nitrate aus der Landwirtschaft oder Schwermetalle aus dem Boden sind weder durch Kochen noch durch Filtern vollständig entfernbar. Solche Quellen sind grundsätzlich zu meiden. Grundregel: Jedes Wasser aus der Natur gilt als potenziell verunreinigt und muss vor dem Trinken aufbereitet werden. Geeignete Wasserquellen erkennen. Nicht jede Wasserquelle ist gleich gut geeignet. Folgende Kriterien helfen bei der Auswahl. Erstens: Fließendes Wasser ist stehenden Gewässern grundsätzlich vorzuziehen. Die kontinuierliche Bewegung verringert die Keimkonzentration. Wasser sollte möglichst weit oberhalb von Siedlungen, Weiden oder Feldern entnommen werden. Zweitens: Quellen direkt aus dem Boden haben die geringste Kontaminationswahrscheinlichkeit. Erkennbar an dauerhaft feuchten Stellen, Moospolstern oder kleinen, konstant fließenden Rinnsalen aus dem Hang. Drittens: Regen- und Tauwasser ist ohne weitere Aufbereitung in der Regel trinkbar, sofern es direkt und sauber aufgefangen wird. Zu vermeiden gilt stehendes Wasser, Gewässer aus der Nähe von Feldern, Straßen oder Siedlungen, Wasser mit auffälligem Geruch, Färbung oder Schaum sowie Wasser unterhalb von Tierkadavern oder Weideflächen. Kommen wir zu den Methoden, um das Wasser trinkbar zu machen. Methode 1: Abkochen. Abkochen ist die älteste, zuverlässigste und am weitesten verbreitete Methode zur Wasseraufbereitung. Sie erfordert keine Chemikalien und ist gegen nahezu alle biologischen Erreger wirksam. Voraussetzung ist eine Hitzequelle, Lagerfeuer, Gaskocher oder Speedtabletten sowie ein hitzebeständiger Behälter. Geeignet sind Metalltöpfe, Stahlflaschen oder im Notfall auch saubere Konservendosen. Das Wasser muss zum sprudelnden Kochen gebracht werden. Sobald große aufsteigende Blasen erkennbar sind, reicht 1 Minute Kochzeit aus. Auf Höhen über 1000 Metern sollte die Kochzeit allerdings auf 3 Minuten verlängert werden. Durch Abkochen werden Bakterien, Viren und die meisten Parasiten zuverlässig abgetötet. Chemische Verunreinigungen werden durch Kochen jedoch nicht entfernt. Das gekochte Wasser sollte in einem sauberen, geschlossenen Behälter aufbewahrt und vor Wiederverunreinigung geschützt werden. Nach dem Abkühlen ist es bedenkenlos trinkbar. Methode 2: Mehrstufige Filtration. Ein selbstgebauter Filter kann als Vorbereitungsschritt eingesetzt werden. Er ersetzt keine vollständige Aufbereitung, verbessert aber die Wasserqualität deutlich und erhöht die Wirksamkeit nachgelagerter Methoden. Aufbau des Notfallfilters. Eine Plastikflasche wird am Boden aufgeschnitten und umgekehrt aufgestellt. In den Flaschenhals wird zunächst ein Stück Stoff oder dicht gepacktes Gras gestopft. Darüber folgen von unten nach oben feiner Sand, Kieselsteine mittlerer Größe und grobe Steine als oberste Schicht. Die Funktionsweise: Wasser, das von oben eingefüllt wird, durchläuft alle Schichten und wird dabei von sichtbaren Schwebstoffen, Trübungen und groben Partikeln befreit. Der Stoff am Auslass hält feine Sandkörner zurück. Wer Zugang zu Holzkohle aus einem Lagerfeuer hat, kann diese, zerkleinert und abgekühlt, als zusätzliche Schicht zwischen Sand und Kieselsteine einfügen. Aktivkohle bindet organische Verbindungen, reduziert Gerüche und verbessert den Geschmack spürbar. Wichtiger Hinweis: Dieser Filter entfernt keine Bakterien, Viren oder gelöste Chemikalien. Er dient ausschließlich der mechanischen Vorklärung und muss zwingend mit einer weiteren Methode kombiniert werden. Faustregel: Je klarer das Wasser nach der Filtration, desto wirksamer ist die anschließende chemische Desinfektion. Methode 3: Chemische Desinfektion. Die chemische Desinfektion ist die kompakteste und leichteste Methode und damit besonders für die Notfallausrüstung geeignet. Chlortabletten.
Eine Tablette pro Liter Wasser, anschließend 30 Minuten warten. Chlor ist wirksam gegen Bakterien und die meisten Viren, jedoch nur eingeschränkt gegen Cryptosporidium. Bei trübem Wasser sollte die Dosis verdoppelt und das Wasser vorher gefiltert werden. Chlordioxid-Tabletten. Wirksamer als einfache Chlortabletten, da Chlordioxid auch gegen Cryptosporidium aktiv ist. Die Einwirkzeit beträgt je nach Produkt 30 Minuten bis 4 Stunden. Bei kaltem Wasser unter 10 Grad Celsius sollte die Einwirkzeit auf mindestens 2 Stunden verlängert werden. Jodtabletten. Wirksam gegen Bakterien und Viren, jedoch nicht gegen Parasiten. Jod ist für Schwangere, Schilddrüsenerkrankte und Kinder nicht geeignet und sollte nur als kurzfristige Notfalllösung eingesetzt werden. Allgemeine Hinweise zur Anwendung. Nach der Zugabe der Tablette sollte der Behälter kurz geschüttelt und der Verschluss leicht geöffnet werden, damit auch das Gewinde desinfiziert wird. Das Wasser sollte nach der Einwirkzeit leicht nach Chlor riechen. Fehlt dieser Geruch, war die Dosis möglicherweise unzureichend. Empfehlung: Chlordioxid-Tabletten bieten das breiteste Wirkspektrum und sind als Standardausrüstung für Outdoor-Aktivitäten am besten geeignet. Häufige Fehler. 3 Fehler, die in einer Notsituation besonders schwerwiegende Folgen haben können. Erstens, Meerwasser trinken. Der Salzgehalt von Meerwasser liegt bei etwa 3,5%, weit über der Verarbeitungskapazität der Nieren. Der Körper verliert durch die Ausscheidung mehr Wasser, als er aufnimmt. Zweitens, Urin trinken. Urin enthält konzentrierte Stoffwechselprodukte und Salze, die der Körper bereits ausgeschieden hat. Die erneute Aufnahme belastet die Nieren zusätzlich. Drittens, unbehandeltes Wasser. Auch in Extremsituationen sollte Wasser, wenn irgendwie möglich, aufbereitet werden. Eine Infektion kann die Überlebensfähigkeit innerhalb weniger Stunden drastisch einschränken. Fazit. Zusammenfassend stehen 3 Methoden zur Verfügung, die je nach Situation kombiniert werden können. Abkochen als zuverlässigste Grundmethode, mechanische Filtration als Vorbereitungsschritt zur Verbesserung der Wasserqualität sowie chemische Desinfektion als leichte und kompakte Ergänzung für die Notfallausrüstung. Chlordioxid-Tabletten bieten dabei das breiteste Wirkspektrum und sind in Kombination mit einem Vorfilter für die meisten Situationen ausreichend. Wer regelmäßig in der Natur unterwegs ist, sollte Tabletten, einen Metallbehälter und grundlegende Filtermaterialien als festen Bestandteil der Ausrüstung mitführen. Hast du schon mal Wasser gefiltert? Schreib's in die Kommentare und denk daran, bleib sicher, bleib vorbereitet.